Shell ist eine der bekanntesten Marken der Welt, aber für die Shell Card, das B2B-Produkt für Unternehmensflotten, gab es ein konkretes Problem. Bei generischen Produktkategorie-Suchanfragen war Shell in der Google-Suche praktisch nicht präsent. Genau dort, wo potenzielle Geschäftskunden aktiv nach einer Lösung suchen, standen Wettbewerber. Was wir dagegen gemacht haben und was dabei herausgekommen ist, das schauen wir uns heute an. Viel Spaß! Das Problem. Markenbekanntheit und Sichtbarkeit in der Suche sind zwei verschiedene Dinge. Ja, eine starke Markenbekanntheit hilft mir, schneller Sichtbarkeit in der Suche zu gewinnen, aber nichts passiert von selbst. Wer Shell googelt, findet Shell. Wer aber Tankkarte für Unternehmen sucht, also genau einen Begriff, hinter dem sich konkretes Kaufinteresse versteckt, der hat Shell damals nicht gefunden. Die Top-Platzierungen Wettbewerber. Produktkategorie suchen, das wissen alle, die diesen Kanal schon länger schauen, sind eine der wertvollsten Touchpoints, die es überhaupt gibt. Das sind Menschen, die gerade ein Problem haben und nach einer Lösung suchen. Die Marke kennen sie entweder noch nicht oder auf jeden Fall nicht in diesem Zusammenhang. Und genau diese Menschen hat Shell verloren, bevor überhaupt ein Erstkontakt entstehen konnte. Der Ansatz. Wir haben zunächst in Österreich und der Schweiz angefangen. Der Ansatz war im Grunde simpel, wie er es meist ist, aber die Umsetzung war dann durchaus komplex. Konkret bedeutet das Suchmarktanalysen, also genau verstehen, wie die Nachfrage aussieht, was ist der lukrative Teil der Nachfrage, dann Website-Strukturüberarbeitungen, neue Landingpages für kommerzielle Suchanfragen und dann in einer späteren Phase auch informative Inhalte für frühere Phasen im Entscheidungsprozess. Dabei ganz wichtig, heutzutage muss man darauf achten, ob sich diese Investition in informative Inhalte lohnt, weil natürlich viel vom Wert durch AI-Overviews und andere KI-Oberflächen aufgefressen wird. Der Rollout lief dann phasenweise über alle 3 Dachmärkte. Was in Österreich und der Schweiz funktionierte, haben wir auf Deutschland ausgeweitet. Was bei diesem Projekt aus meiner Sicht besonders spannend war die Koordination. Wir haben nicht einfach Content geliefert und gehofft, dass er live geht, sondern alles wirklich perfekt prepared und dann teamübergreifend mit Shell und dem globalen technischen Umsetzungsteam gemanagt. Das ist oft die unterschätzte Arbeit, die aber viel Zeit kostet, aber es wert ist, um Fortschritt zu beschleunigen und einkehrende Trägheit zu verhindern. Die Ergebnisse schauen wir uns die Zahlen an. Die spannendste Zahl kommt übrigens am Ende. Seit Projektstart im Mai 2023 ist der Non-Branded organische Traffic massiv angestiegen. Über 82% des gesamten organischen Traffics kommen mittlerweile über Non-Branded Suchanfragen. Also komplett anders, als es zu Beginn war. Der organische Traffic der Shellcard-Seiten liegt inzwischen bei knapp 30.000 monatlichen Besuchern. Die Anzahl der Keywords in den Top 3 der Google-Suche hat sich von 191 auf 991 entwickelt, von Mai 2023 bis Juli 2025. Und dann aus meiner Sicht die einzige Zahl, die am Ende des Tages zählt. In Deutschland hat Shell rund 6-mal mehr qualifizierte Anfragen für die Shellcard über die Webseite verzeichnet, eben 2025 gegenüber dem Vorjahr. Und das ist, worauf es ankommt. Traffic ist eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, irrelevant für die meisten Geschäftsmodelle. Das Ziel ist es, die unternehmensrelevante Nachfrage einzufangen und sie mit den passenden Produkten und Leistungen zu matchen. Nebeneffekte, ein Punkt, den ich kurz noch erwähnen möchte, weil er zeigt, was passiert, wenn man tatsächlich in coolen Content investiert und nicht nur AI-Slop macht, weil man jetzt die billigen Texte haben will. Macht das nicht. Wir haben einen Ratgeber zum Thema E-Mobilität entwickelt. Wir haben natürlich mehr gemacht, aber wir sprechen jetzt über diesen Ratgeber. Dieser Ratgeber hat dazu geführt, dass der CEO von Shell Österreich in den Podcast Elektromobil des Bundesverbands Elektromobilität Österreich eingeladen wurde. Und das ist wirklich etwas, was man immer mitdenken muss. Das heißt nicht, jeder Content muss so sein, aber gewisse Content-Arten sollte man in diese Richtung entwickeln, weil du kriegst halt nicht nur
Traffic und du kriegst nicht nur Leads, sondern du kannst auch an deiner Positionierung feilen bzw. deine Positionierung stärken. Das war kein geplantes Ziel, bin ich auch so ehrlich. Es war einfach ein Nebenprodukt davon, was passiert, wenn man in wertvolle Inhalte investiert. Und ich weiß, das ist jetzt in der KI-Ära ein kritisches Thema. Man muss sich wirklich überlegen, welche Investments man geht, aber es lohnt sich. Was lernen wir daraus? Markenbekanntheit und Sichtbarkeit in der Suche sind nicht automatisch immer Synonyme. Ganz viele von unseren Kunden haben genau dieses Problem. Sie sind Marktführer in einer gigantischen Branche, aber halt auf eine andere Art und Weise geworden, aber in der digitalen Welt sieht es anders aus. Selbst die bekanntesten Marken der Welt können in der Suche für gewisse Themen unsichtbar sein. Teilweise genau dort, wo Kaufentscheidungen heutzutage vorbereitet werden. Wenn dich interessiert, wie das konkret für euer Unternehmen aussehen könnte, melde dich bei uns. Mehr dazu in der Beschreibung. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.